Aber es waren dann etliche wichtige Ereignisse. In Cachors zum Beispiel hatte sich ein ganz aktives Bürgerforum gebildet, Dubiose Villen, und die haben schon im Dezember und im Januar über 150 Objekte, Gebäude, schöne Villen mit Vorgärten enttarnt, wo überall die Stasi drin saß. Das haben sie überhaupt nicht gesehen. Ja, vorne wie ein Miethaus ging sie in den Garten rein, da waren da irgendwelche technischen Baracken, wo technische Geräte hergestellt wurden, alles für die Stasi und so weiter. Und ich habe dann diese Objekte zum Teil rausgeholt, und die stehen heute in der Ausstellung der Astag in der Normannstraße. Und zwar bin ich auf eine Villa gestoßen, die hat eben so Alltagsgerätschaften präpariert, Fußbodenleisten, kleine Mikrofone eingebaut und in Taschen, alles was unauffällig ist, überall Mikrofone eingebaut. Und ich stand dann auch in dem Garten und neben einer Regentonne und guckte mich da so um und wunderte, ich dachte, das ist ja gar kein Wasser in der Regentonne. Stellte sich heraus, in der Regentonne auch eine Abhöranlage drin, ja, konnte man also bei den Nachbarn über den Gartenzaun, ne, unterhielt man sich, der merkte gar nicht, fotografiert wurde, präparierte, nachgebildete Feldsteine, die wie Steine aussahen, konnte man also irgendwo sich konspirativ verabreden, und der Gegenüber ahnte gar nicht, der stand mitten im Wald auf einer Wiese und da war ein kleiner Stein und der wurde gefilmt und abgelauscht. Im Januar 1992 war das Gefängnis ja nicht mehr, war ja auch für politische Gefängnisse vorrangig dann in der DDR genutzt und war ja dann aufgelöst, und die Gefängnisbibliothek, die kam dann auch ein Abgeordneter zu mir, sagte, Frau Sterr, retten Sie die? Dann bin ich mit einem Kollegen, und wir haben säckeweise die Bücher geholt, und die habe ich dann auswerten lassen unter einer Quarzlampe, und da haben wir ganz viele Informationen gefunden von politischen Häftlingen, holt mich hier raus und ich blute und ich werde gequält und alles solche Sachen. Und das ging damals auch durch die Presse. Und das war also, denke ich, auch mit einer der wichtigen Aufgaben, dass das nicht verloren ging. Solche Sachen, das ging also. Und die Bibliothek habe ich dann der Gedenkstätte Hohenschönhausen übergeben.